Herzlich willkommen zu unserem Kongress Bewusstsein, sich selbst sein. Heute haben wir die Freude, mit Stephen Levett zu reden. Hallo. Hallo. Stephen ist Tranceheiler, Medium und Lehrer. Er war von Beruf Drucker, Maler und Dekorateur, war schon als Kind Heiler, wusste es aber nicht und mehr erzählt er persönlich. Meine erste Frage an dich, Stephen, ist: My first question to you, Stephen, is: Was ist Bewusstsein, sich selbst sein für dich? What is for you awareness and consciousness about oneself? So, consciousness and awareness to me are very similar. Bewusstsein und Awareness, die Achtsamkeit, ist dasselbe für ihn. So I'm conscious of this interview taking place. I'm conscious that you are both here. Also ich bin bewusst, dass hier das Interview stattfindet. Ich bin bewusst über euch beide. But my awareness is, am I aware of all of my surroundings? Aber Okay. Die Awareness, die Achtsamkeit, dass alles um mich herum auch da ist. So a lot of people will be conscious that, there's an interview taking place and, we're here together. But are they aware of their actual surroundings, the flowers, the lights, the cameras, Also die Leute sind sich bewusst, dass wir hier eigentlich dass hier ein Interview stattfindet. Aber sind sie auch achtsam, was alles rundherum sind, zum Beispiel die Pflanzen, die Lampen, der Raum? Yeah. Are they aware of the energy in the room, the feeling that people project onto other people? Good, positive? Sind sie achtsam auch über die Energie, die im Raum da ist, was alles herum auch noch da ist? So at its simplest, that is consciousness and awareness to me. So, das ist ganz einfach gesagt, was Bewusstsein und die Achtsamkeit im Bewusstsein ist für ihn. Beides. Wie bist du auf diesen Weg gekommen? How did you come on your path, on this path? On my path, my spiritual path as a healer, yeah? Ja. Also mein Weg als Heiler, ja? Ja. Well, I mean, for me, I was always aware of the spirit world and consciousness living on as a young child. In fact, from the age of 5, I can remember. Also war sich immer bewusst und auch hat geachtet, hat gemerkt, dass da eine geistige Welt um ihn herum ist, schon seit als 5-jährig war, schon als Kind. I never really gave it much thought as a child, about the spirit world and life after death and healing as a child, because it was natural to me. It was just normal. Und als Kind, hat überhaupt nichts darüber nachgedacht, weil für ihn war das ganz natürlich die geistige Welt und das Heilen und was da alles erlebte, das war für ihn ganz natürlich. But I can remember the first time I really become my awareness started to open up and grow as a child was at the age of 5. Aber wurde sich wirklich mehr bewusst oder erinnert sich daran, dass sich geachtet hat, als 5 Jahre alt war. And that was when I was outside my family home and I was playing with my friends. Und das war, als draußen, also außerhalb seines Zuhause mit Kindern gespielt hat. And my friend came around on his skateboard, okay, to say hello and come and play and whatnot. We were both 5. So. Und sein Freund ist mit seinem Skateboard zu ihm gekommen und hat ihn begrüßt. And me and my friend, we didn't really understand what death was, death and dying of family members. Und sein Freund und sie haben nicht wirklich verstanden, was eigentlich Tod ist. Was ist der Tod? Das haben sie nicht verstanden. But I always remember him saying to me, my grandfather has just died. Aber er erinnert sich, dass sein Freund ihm gesagt hat, mein Großvater ist gestorben. And I said to him, what do you mean he's died? What does that mean? What is death? Und
er hat ihn gefragt, ja, was meinst du mit, dein Großvater ist gestorben? Was ist Tod? And he said to me, well, he's dead. You can't speak to him anymore. He's dead. Und sein Freund hat gesagt, ja, er kann nicht mehr reden, mein Großvater, er ist tot. And that was the first time I really felt passion in my life at all, at the age of 5. Und das ist das erste Mal, dass er wirklich eine Leidenschaft in seinem Leben mit 5 wirklich gespürt hat. Because I couldn't understand how my consciousness and the consciousness of any human being could just stop. Und er konnte nicht verstehen, wie sein Bewusstsein und von den anderen Leuten einfach aufhört, nicht mehr existiert. Ja. It didn't make sense to me. Und es machte für ihn überhaupt keinen Sinn. Like, this was news to me. Like, what is he talking about? This is not real. This doesn't exist. The consciousness of human beings does not just stop. It can't. Und das konnte er überhaupt nicht verstehen, weil er sagt, das gibt's nicht, weil Bewusstsein, das hört einfach nicht auf, das kann einfach nicht sein. And I kind of forgot a lot about the experiences in my childhood to do with the spirit world and lots of experiences that I had. Und dann hat er vieles vergessen, was er für Erfahrung hatte, auch in der geistigen Welt als Kind, hat er dann mit der Zeit vergessen. Until I was asked to write a book about healing, and it's a book about my life from my childhood up to this point, and a teaching book. Und dann hat er ein Buch gelesen und von dort an ist ihm wieder bewusst geworden, was er als Kind erlebt hat. So I had to go back and research and interview my family and friends that were still around and ask them, was I ever weird as a child? Und dann hat er wie zurück müssen in seiner Kindheit durch die Befragung seiner eigenen Familie und Freunde. Sagt mal, war ich komisch als Kind? And the answer to that was unfortunately yes. Und unglücklicherweise die Antworten waren, ja, du warst komisch. But my mother and father said to me that we always wondered about you because after your friend had told you at the age of 5 that your grandfather had died. Und seine Mutter und sein Vater haben ihm dann gesagt, wir haben uns immer gewundert über dich, weil nach 5-jährig, als dein Freund dir gesagt hat, dass sein Großvater gestorben ist, she said that I got really upset and I sat them both down and I started to give them a lecture on life after death at the age of 5 to my parents, and they were like, this boy's just crazy. Und dann wurde er wirklich wütend und hat seinen Eltern wirklich einen Vortrag gehalten, was das Leben nach dem Tod überhaupt heißt. But that was mit 5 Jahren. Und die Eltern sagten, was sagt er, das ist ja verrückt. So yeah, that was my first sort of like awakening, if you want to call it that, of the spirit world. Und das war für ihn das erste Erwachen eigentlich, für ihn in die geistige Welt. Ja. Was bedeutet für dich, ich nehme das gleich auf, heute der Tod? What does it mean for you? And she takes that now for you to, what is death for you today? What is death for me today? Was ist Tod für mich heute? Ja. Death for me is just a change. Is a change. It's just a change. It's I no longer fear death anymore because I know that we cannot die. Der Tod ist einfach ein Wechsel. Ich habe keine Angst mehr zu sterben, weil der Tod ist einfach ein Wechsel. Wir können nicht sterben. In fact, I've been sitting in development circle now. I first started to practice at the age of 21, so like 16 years ago. Und er macht jetzt Circle und 16 Jahre her hat er angefangen, als er 21 war. And I've actually been given lots of teachings and experiences from my spirit guide and the spirit world what it feels like to die. Und er unterrichtet durch seine geistigen Führer den Leuten, was heißt das als Erfahrung zu sterben. And it's actually probably one of the best feelings you'll ever get in this world. Und das ist eigentlich eines der besten Gefühle, die du bekommst in dieser Welt. And if people could actually feel that and experience it, it would take away a lot of the fear of crossing over, dying into the spirit world.
Und wenn Leute das erfahren könnten mehr, was das wirklich heißt, der Übergang von dieser Welt zur anderen, dann hätte man viel wenig, eigentlich würde die Angst einem weggenommen durch die Erfahrung. Yeah, it's just a beautiful change. Es ist einfach ein wunderbarer Wechsel. I mean, I'm sure you've heard this before, this explanation, but it's a bit like a caterpillar. Vielleicht habt ihr das schon gehört, aber das ist wie eine Raupe. You know, a caterpillar, it can walk slowly and it has a limited awareness and it can only move short distances. Und eine Raupe, die kann nur ganz langsam sich fortbewegen. Ja. But when it goes into a cocoon, aber wenn es dann in die Prozess der Raupe, vorher ist es ja wie ein Wurm, und dann wird es zur Raupe. And it's reborn as a butterfly. Und dann erwacht es eigentlich als ein Schmetterling. It's basically born into a new world, okay, and it can fly. Its awareness is expanded massively. Und als Raupe wandelt sich dann in ein Schmetterling, das wirklich bewusst wird von einer unglaublich wunderbaren Welt. And that is what my teachings and understanding from the spirit world, how they've explained it to me. That's what it's like to die. Und das haben sie mir gelernt in der geistigen Welt. Das ist eigentlich Sterben. So yeah, it's something that I don't fear, and I hopefully in my life have taken a lot of fear away from people and can share a lot of my knowledge with people, so that they're not frightened of death and they do know that we do live on. Und das ist mein Wunsch, dass ich den Leuten ganz viel auch Angst wegnehmen kann, zu sterben, weil es befreit einen, wenn man weiß, was das heißt. Diese Freiheit ist auch sehr wichtig, um hier wirklich sein zu können. This freedom is very important because it helps us to be here. Yeah, absolutely. Yeah. Es bedeutet ja auch, wir sind hier auf der Erde. It means also that we are here on earth. Und viele Leute wollen gar nicht hier sein. And many people, they don't want to be here. Yeah. Yeah. Wie lernst du den Leuten, hier zu sein? How do you teach to the people to be here? How to cope with life, you mean? Also du meinst, wie man mit dem Leben umgeht? Ja, im Körper zu sein, einfach akzeptieren, dass wir hier im Körper sind, mit unserer Seele, mit unserem Bewusstsein. Ja? To accept that we are in our body here, and to be aware that we are here in our body. I think it's just to do with, quite simply, like positive thinking. It's the way you look at life. Ich denke, das hat sehr viel zu tun mit positivem Denken und die Haltung, wie du das Leben anschaust. You know, that's what I like to teach people and help people to change their way of thinking as well, in a positive way. Das ist, deswegen liebe ich es, den Leuten zu unterrichten, wie sie mit dem Leben umgehen können. Because, you know, this world can be not a nice place, but it can be a beautiful place as well. Weil diese Welt kann auch ganz schwierig sein und nicht ein schöner Ort zu sein. Und gleichzeitig, es kann ein wunderbarer Ort sein zu leben. And I think it's just the way that you think determines what kind of a life you're going to have, if it's going to be positive or negative. Und ich glaube, es kommt auf die Art, wie du denkst, ob das Leben positiv, schön sein wird oder nicht. It's easier said than done, though. You know, it's easy to say to somebody, think positive, but a lot of my teachings that I do, there are techniques where you can train your mind to think as positive as possible. Okay? Und es ist einfacher gesagt als getan, aber ich unterstütze die Leute mit Techniken, wirklich positiv zu denken. And I think it's also wise to not fear changes that are not so positive, but to be thankful for them, because they can help us grow and expand and become the people that we are today, stronger. Und was ganz wichtig ist, ist die Schwierigkeiten, die im Leben kommen, dass wir die anschauen können als eine Gelegenheit zu wachsen und dankbar sein zu dem, dass wir größer werden können, uns weiten können, damit wir wachsen können. It's just enabling yourself to have a shift in awareness
of life, this planet where we are. Und das ist wichtig für diesen Wechsel, für diesen Planet jetzt, dass wir eigentlich uns weiten können. Because a lot of, I work with a lot of people doing like private healings and things like that. Ich arbeite mit vielen Leuten auch mit privatem Heilen. And it's physical healings but emotional healings as well. Und es ist auch physisches Heilen und auch wichtig emotionales Heilen. But one of the clients I'm working with at the moment has a very very negative emotionally, okay? Und eines seiner Klienten, mit dem jetzt arbeitet, hat sehr negative Emotionen. But with the help of Spirit, I've been, given her sort of like healing counselling, if you like, to just look at the things that started in her childhood, the negative things, in a more positive way. Und was mir die geistige Welt mir jetzt hilft, ist ihr auch eine geistige Beratung zu geben, was so vieles negativ in ihrer Kindheit gewesen ist, das auch anzuschauen, was positiv daran ist. I mean, this is a lovely lady, and she was on antidepressants and a lot of medication because she couldn't cope with life. It made her too sensitive of the negativity that was stored in her auric field, if you like. Und das ist eine sehr liebenswürdige Frau, und sie war auf Antidepressiva, Medikamente sehr starke, und die machten sie sehr feinfühlig für diese negativen Seiten in ihr. Und jetzt ist es wichtig, dass sie sich da öffnen kann. But the good news is that she's not on antidepressants anymore. She's not on medication because I've helped her, Spirit have helped her, not just through healing, but through healing with words, and to make her look at the negative things in her life in a positive way. Okay, and it reverses it. Und jetzt ist sie nicht mehr auf Antidepressiva und auf sonstige Medikamente, sie ist frei von denen, und es ist nicht nur ein geistiges Heilen mit Energien, sondern auch mit Gesprächen, dass sie jetzt ein positiver Zugang hat zu ihrer Kindheit, zu ihrer Erfahrung. Ja. Also das heißt, sie akzeptiert, also Heilen besteht darin, zu akzeptieren, was war. Does it mean also that healing is also to accept what was? Yeah, it's a big part of it, to accept it, yeah. Ja, das ist ein großer Teil, das Akzeptieren. Du bist ja Lehrer. You are a teacher. Yes. Für geistiges Heilen. For healing, spiritual healing. Yeah. Trance healing, spiritual healing, it's the same thing, just different words. Ja. Was ist das Wichtigste, was du in deinen Seminaren weitergibst, wenn es Heilen geht? What is the most important thing that you teach in your seminars about healing? The most important thing? Oh, there's lots. Das Wichtigste, there's so many. Das Wichtigste, das ist ja so viele. Ja. I think one of the things, the first thing that I teach people is to be aware of self, to be aware of yourself, okay? That, we're more than a physical body. We are spirit in a physical body now. Also das Wichtigste, was ich wirklich den Leuten unterrichte, ist bewusst werden über sich selbst, dass man nicht nur ein Körper ist, sondern man ist mehr, man ist eigentlich Geist im Körper. So our spirit is here now. My spirit, all of our spirits are here now, but part of that spirit is also in the spirit world. Okay, it's connected. Ein Teil ist, dass unser Geist hier ist, aber auch ein anderer Teil ist in die geistige Welt von uns. And a lot of the teachings and exercises that I do is how to connect and become aware of your own spirit. Okay? Und einer der wichtigsten Teile, die ich unterrichte, ist, wie werde ich bewusst über mein geistiges Sein. And when you learn to connect with that, and you can feel it because it's tangible, you can actually feel, your auric field, your spirit body. It's the same thing. It changes your whole life and your view on the world. Und was mir wichtig ist, dass wir uns verbinden zu unserem geistigen Sein hier und auch
über unser Aura, über unser Feld, geistiges Feld, dass wir uns das bewusst werden und spüren. Es ist spürbar, erlebbar. It surprises me actually that everybody in this world feels energy around them. They'll feel their spirit body, but they don't pay any attention to it. They just think, oh yeah, it's normal, like cobwebs or static energy around their body, but they don't pay any attention to it. Es erstaunt mich, weil jeder spürt eigentlich sein geistiges Umfeld, sein geistiges Wesen um sich herum. Aber viele Leute achten dann nicht darauf, was das eigentlich ist. Das sagt, ja, das ist irgendeine komische Sache, aber sie sind sich nicht bewusst. I mean, for example, if I'm sure everybody has experienced this before, when you get a fright, when someone makes you shocked, you go, and you feel like a tingle. You know, a lot of people have felt that around them. Also plötzlich jemand, zum Beispiel, ein Beispiel ist, wenn jemand sich erschreckt und spürt irgendwie wie ein Kribbeln um sich herum und erschrickt, hat Angst plötzlich. So you have to look at that and think, what is that? There's something else around me. There's more to me than just the physical body. Und dann spürt man den geistigen Körper von sich selber und es ist wichtig, dass man darauf achtet, was ist das, weil es ist noch mehr als nur mein physischer Körper. So yeah, what I do is teach people how to connect with basically your spirit body, to reconnect with the spirit that you are in this world and in the spirit world. Also ja, ich unterrichte, dass die Menschen mit seinem eigenen geistigen Körper sich verbinden können und dann auch mit dem Teil, der eigene Geist in die andere Welt, dass sich die zusammen verbinden. Selbstliebe ist ein wesentlicher Teil, um überhaupt wirken zu können. Self-love is one of the most important things to Absolutely, yeah. really do what we need to do. Yeah. Was sagst du deinen Leuten, die zu dir kommen, wie sie zur Selbstliebe kommen? Was bedeutet das genau? What do you say to your people who come to you? What is self-love and how can they get there? What do you tell them? It's again, it depends on the situation. Okay, it depends what the person is thinking in a negative way about themselves as to how you help them. Also es kommt immer auf die Situation drauf an. Es kommt darauf an, was die Person, wie negativ denkt sie über sich selber zum Beispiel. But one of the things I always say to people, okay, if someone's feeling a bit down because, you know, they've not earning as much money in their job as they was previously. Also wenn zum Beispiel eine Person zu mir kommt, die sich traurig ist oder Schwierigkeiten hat und zum Beispiel zu wenig Geld verdient, wie es zum Beispiel vorher war. I always get them to focus on other people in the world that are suffering much more than what they are at the moment. Und ich versuche dann die Leute dorthin zu bringen, dass sie auch sich zum Beispiel mit anderen vergleichen oder die anderen Leute, die in dieser Welt wirklich leiden und viel weniger haben. You know, people that are living in war zones and things like that, people that are children that are dying of AIDS in Africa and things like that. Und zum Beispiel auch Leute, die in einer Kriegszone leben oder Kinder, die an Hunger sterben, dass sie das auch sehen. If we compare a lot of our problems that make us think negatively against something like that, it's really not a problem. Und wenn wir uns vergleichen mit unseren Problemen und schauen, was um uns herum ist, dann ist sehr oft unsere Probleme sind gar nicht so groß. Yeah. So yeah, it's just a simple technique. Ja. Das ist zum Beispiel eine ganz einfache Technik. And to send healing, not just to think of someone else that's suffering less, but actually to send healing, because then you feel like you're doing something positive towards that situation as well. It makes you get self-healing for yourself as well. Und was ganz wichtig ist, ist nicht nur sich zu vergleichen und darüber nachzudenken, wie es den anderen schlecht geht, aber ihm ist es wichtig, dass man dann auch Heilgedanken, Heilkräfte, Energien dorthin schickt, wo es Not ist. Weil durch das, wenn wir Heilenergien dorthin schicken, dann heilen wir uns selber eben auch. Und dann haben wir das Gefühl, dass wir etwas Gutes tun für die Leute dort, aber für uns selber eben auch.
das ist auch eine Form von Frieden verbreiten. This is also a way of spreading peace around. Yeah. Ja. Yeah. Ja. So, das zu Absolutely. das Yeah. akzeptieren, was ist und einfach nicht identifizieren damit. To accept what is and also not to identify with it. Yeah. Absolutely. Yeah. But yeah, again, I think it all comes down to positive thinking at the end of the day. Genau. Also für mich, zuletzt kommt es immer darauf, wirklich positiv zu denken am Ende des Tages. I always found when I was a teenager, I thought of the world and my life as a very different place. Als ich ein Teenager war in meiner Welt, es war eine fürchterliche Welt um mich herum. And that comes from development, sitting with spirit. Okay, they open your eyes to make you think and feel about the world in a very different way, in a much more positive way. Problems that used to affect you in the past no longer do, because you realise they're not actually real problems, if that makes sense. Ja, und der Geist hat mich gelernt, dass diese Weltanschauung ist eigentlich heute gar nicht so dramatisch, wie wir es oft früher zum Beispiel gesehen haben in der Vergangenheit, diese Probleme, die wir hatten, weil wir wachsen und dann haben wir einen relativen Zugang zu dem, dass es gar nicht so real ist, was wir früher gedacht haben oder gefühlt haben. It's sort of positive thinking. Yeah? Positiv. You can always find something positive. Du kannst immer Always. etwas positiv finden, immer. Yeah. Ja. Ich kann am Morgen im Spiegel sagen Hallo mit Lächeln, zum Beispiel. I can say, like, for example, in the morning I look at myself in the mirror and smile to myself and say hello. Yeah, good. Yeah, that, as we were saying, that's like like Louise Hay. She teaches people to do like affirmations like that to tell you. It might sound silly and daft, but to look at yourself in the mirror and tell yourself, you know, that I love you. You know, I'm thankful for my life. I am, you know, powerful. Affirmations. Und das ist wie auch Louise Hay, und das mag ja für viele komisch tönen, aber dass sie sagt, ich liebe mich selbst und wenn ich mich anschaue und ich bin dankbar für mein Leben. Yeah, so that is a good thing to do. Yeah. Und das ist eine gute Sache zu tun. Ich erschaffe mir ja auch mein Leben. I create also my life. Yeah, absolutely. Yeah. Ich habe noch eine Frage zur geistigen Welt. I do have a question about the spirit world. Okay. Viele Menschen können sich darunter gar nichts vorstellen. There are many people, they have no idea what's about it. Yeah. Ja. Was ist das für dich? What is this Sind spirit das- world for you? Sind das Engel, sind das aufgestiegene Meister, ist das Energie oder wie nennst du diese Verbindung? What is this connection? Are these angels or ascended masters or just energies? What is that for you? How do you connect that? Well, for me, the spirit world is everywhere. Also für mich, die geistige Welt ist überall. And I know a lot of people say that, you know, like angels and lots of different things. Und viele Leute sagen viele Dinge, wie zum Beispiel Engel oder sonst viele andere Sachen. But for me personally, the spirit world is just consciousness. It's just consciousness that lives on. Und für mich, aber geistige Welt für mich persönlich ist Bewusstsein, das ewig ist. And that consciousness exists in us now. Und dieses Bewusstsein, dieses universelle Bewusstsein lebt in uns. And, you know, it's the same with mediums and healers. You know, the type of healing that I do, I'm asking spirit to come and do the healing through me. Und ich frage, wenn ich die geistige Heilung tue, frage ich dieses Bewusstsein durch mich zu handeln. So, this is, if you want to look at it like that, this is the spirit world as well. But we're just in physical bodies. Und das ist auch
wo wir sind eine geistige Welt, einfach in physischer Form. But, I mean, unfortunately, I don't think we'll ever really know the truth of what's outside of the planet Earth, the spirit world, until we go there ourselves. Und unglücklicherweise, niemand weiß, was wirklich ist, außerhalb dieses Planets, was noch mehr dort ist, was die geistige Welt ist, bis wir dorthin gegangen sind, wir auch. I wish I had the answers to that, but unfortunately I think we're all going to have to wait until it's our turn to pass over there. Und es tut mir leid, ich wünschte mir, ich hätte wirklich die Antwort, aber bis wir nicht dort hinübergehen, weiß ich es auch nicht. And I have enough trouble trying to understand this world, let alone trying to understand the spirit world as well. Ich habe schon genug zu tun, diese Welt hier zu verstehen, geschweige denn die geistige Welt. Was bedeutet die Natur für dich? Gibt dir die Kraft? Bist du viel in der Natur? What does nature mean for you? Are you a lot in nature? Am I a lot in nature? Yeah. I mean, I love nature. Not as much as I can be. Yeah, it's a very relaxing place for me to walk through nature. But I live in London, so it's quite a busy place. Not a lot of nature, unfortunately. Also ich bin, so vieles geht schon in der Natur. Mir ist es wohl. Leider lebe ich in London, da gibt es nicht so viel Natur. But yeah, nature it's a beautiful energy. It can awaken your awareness of your problems in life in a very different way. It can make you look at them in a more positive way, in a relaxed way. To be away from a crazy city where there's lots of negative energies and positive energies, and just to be at peace and walk in nature. Also die Natur, das ist eine große Hilfe, wirklich sich zu entspannen und bei sich zu sein und sich auch bewusst zu werden. Die Natur hilft einem, wirklich die Dinge anders anzusehen, sogar positiver anzuschauen, weil wenn wir in der Stadt leben, zum Beispiel mit diesen negativen Energien, die herum sind und den ganzen Schwierigkeiten, die Natur hilft einem sehr. So yeah, when I get home from Basel, when I fly back, I shall take my naughty little dog for a walk in nature. Und wenn ich dann wieder wenn ich von Basel wieder zurückfliege nach Hause, dann werde ich meinen kleinen verrückter Hund mit in die Natur bringen und einen Spaziergang mit ihm machen. As positively as I can with a naughty beagle that runs. So positiv ich nur kann mit diesem verrückten kleinen Hund, den ich habe. Hast du so für den Alltag so kleine Inputs, wie man wieder in die Ruhe, in die Zentrierung kommt? Do you have little techniques, simple techniques, how we can in our daily life to come in a certain tranquility and in becoming relaxed? Yeah. I do lots of exercises like that on my seminars and my workshops. Yeah, like for example, just one, and there's many, would be like sitting in the silence. Also, ja, ich habe verschiedene Techniken, die ich vermittle in meinen Seminaren und Workshops, die ich gebe. Zum Beispiel einfach zu sitzen und to sit. To sit in the silence, that's what we call it. It's to be, basically just to be, it's difficult to explain in a short way, but I'll do my best. Also ich werde es erklären, das ist ein bisschen schwierig, einfach so schnell das zu erklären, aber in der Stille zu sitzen. So sitting in the silence, basically, is to... Sitzen in Ruhe sitzen, in der Stille zu sitzen, ist zum Beispiel... Is to just sit and focus on the empty space that surrounds you, okay? Und in this space. Das heißt, sitzen in der Stille ist die Leere um sich herum, sich darauf zu fokussieren. And to train your mind to focus on that empty space, okay? Und dein Mind, dein Verstand sozusagen zu fokussieren um dich herum, um diese Leere herum, um dich herum. And not to think about negative thoughts or positive thoughts, but not to think at all. Und nichts zu denken, wenn es geht. Weder positiv noch negativ, sondern einfach sich auf die Stille zu fokussieren. But just to feel that peace that we can all connect with, that's around us, okay, away from problems, away from life. Und einfach dieser Raum um uns herum zu
uns zu verbinden mit dieser Lehre um uns herum. It's a good exercise to bring balance into your life as well, but it's difficult to sit there and not think. It took me 4 years of doing that once a week until I could actually honestly say, now I can just sit and be still and at peace. Und es ist nicht einfach. Es hat ihm 4 Jahre gebraucht, wirklich in dieser Stille zu sitzen, ohne zu denken und sich mit dieser Lehre zu verbinden. Aber jetzt kann er das in dieser Ruhe zu sitzen. Aus dieser Lehre heraus entstehen ja auch dann Inspiration, Kreativität. And out of this stillness, there emerge creativity and inspiration. Yeah, absolutely. That's the basic exercise I teach people, is to sit in the empty space, the silence of your mind, okay? Das ist eigentlich die erste Übung, dass ich den Leuten unterrichte, in dieser Stille, in dieser Leere zu sitzen. Because in order to be aware of the spirit world or to feel a spirit presence, okay, if you're sitting there and you're frightened or you're uptight or you're thinking constantly, you're not going to be aware of any spiritual activity around you at all. You have to be still and quiet and at peace. That's where you feel any kind of spiritual activity at all. Die geistige Welt und die geistige Aktivität, der Geist zu spüren, ist es für ihn ganz wichtig, dass die Leute lernen, in dieser Stille und in dieser Leere zu sein, weil sonst merkst du ja gar nicht, wenn du negative Gedanken oder mit dir selber so beschäftigt bist, spürst du gar nicht, was eigentlich um dich und der Geist da ist, was da kommt. Yeah, it can be achieved in a peace. It can. Es kann im Frieden, in dieser Ruhe dann entstehen. Das bedeutet, dann bin ich erst im Hier und Jetzt. That means that then I really am in here and now. Yeah. The here and now. Genau. Und daraus kann sich ganz vieles entfalten. And out of this, many things can develop out of it. Yeah, definitely. That's where it all starts. That's where the development starts. Ja, von dort aus, aus dieser Stille entsteht dann. Well, we're developing from the moment we're born physically, but to develop spiritually, that's in this kind of a sense, like to be a healer, for example, that's where it starts, in the silence of your mind. Zum Beispiel auch, um Heiler zu sein, ist genau diese Stille und in dieser Lehre, dass wir uns entwickeln können, dass wirklich die Dinge sich manifestieren können, wirklich im Hier und Jetzt, kommt aus dieser Lehre, aus dieser Stille heraus. Heiler sein bedeutet ja nicht, den anderen heil zu machen. To be a healer doesn't mean that you heal somebody, that you make somebody whole. Sondern es bedeutet, so Kanal zu sein, damit der andere sich heil machen, selber heil machen kann. Wie siehst du das? That means that we are just a channel that the other person can heal itself, himself, herself. What do you mean about that? What do you think about that? Yeah, that is part of healing as well. Das ist auch ein Teil des Heilens. Sometimes we just give people permission to heal themselves. So, manchmal geben wir auch den Leuten nur die Erlaubnis, dass sie sich selber heilen können. But sometimes people do need a healer in their life to actually make a change. Und manchmal brauchen die Leute einen Heiler, damit sie in ihrem Leben einen Wechsel haben können. It depends again on positive thinking. Some people struggle to think positively, so it's then the healer's job to influence their positive thoughts and feelings with the help of the spirit. To cure cancers and epilepsy, whatever. Und der Heiler hilft dann diesen Leuten, wenn sie zum Beispiel negative Gedanken haben, wirklich in diese positiven Gedanken zu kommen, damit sich zum Beispiel von Krebs zu heilen oder von den epileptischen Anfällen. Yeah. Der Heiler bietet Instrumente an, Techniken an, um sich selbst heilen zu können. The healer gives tools that the other person can heal himself. Yeah. See, I was talking to the students today. Siehst du, ich habe heute mit meinen Studenten darüber gesprochen. They were asking a lot of questions about like healing and
heal like this? Do I heal like this or do I heal like this? Und haben viele Fragen gestellt, wie soll ich das heilen oder wie kann ich das heilen? And unfortunately, I teach people a structure, okay? Und unglücklicherweise, die Leute brauchen Strukturen. But it's a very simple and easy to understand structure. It is very simple, okay? Und die Strukturen sind einfach zu verstehen, ja? But you have to allow your awareness to be open to change. Du musst dein Bewusstsein zu erlauben, in einen Wechsel zu kommen, zu ändern. Because every healing is different. Weil jedes Heilen ist anders. Everybody needs a different type of healing. Jeder Mensch braucht eine andere Art von Heilung. So it's really what I teach people to do is to be a channel, okay? Und was ich den Leuten versuche mitzugeben, ist, dass jeder einfach ein Kanal ist. Because me personally, in the healing I don't do the healing. It's Weil spirit. ich persönlich, ich mache keine Heilungen. But in order to do that, you have to go through a development process of learning to align yourself, first of all, with your own spirit, and then align the spirit of you with spirit guide. Weil dann musst du dich wirklich in Verbindung setzen mit deinem eigenen geistigen Führer und mit dem Geist selber, mit der geistigen Welt. Ja? But no, it is pretty simple. I love doing the teachings, and it is. We get a lot of people saying, you know, these teachings are very easy to understand. They're very simple. We've never heard it like this before. You know. Und ich mache ganz einfache Übungen und unterrichte ganz einfache Übungen, dass die Leute sagen, ich habe das noch nie davon gehört. And that's why I've been taught by Spirit to do the teachings. Okay. Und deswegen, ich bin vom Geist darüber gelehrt worden, wie ich das vermitteln kann. Any teaching that comes from Spirit is very, very simple, short and easy to understand. That's real teaching. Jedes Lehren vom Geist ist einfach und sehr einfach verständlich und umsetzbar. I think we have someone's Spirit guide on the phone there. Yeah, sorry. Ja, und es ist auch sehr wichtig zu erkennen, dass ich eine Eigenverantwortung habe. It's also very important to become aware that I have a own responsibility. Yeah. Und dass Absolutely. ich auch die Macht, die ich als Heiler habe. And it's also the power that I have as a healer. Yeah. Dass ich die demutsvoll anwende. That I use this power also in a humble way. Yeah. Yeah. Absolutely. Yeah. You must first be responsible for yourself. You know. Du musst zuerst für dich selber verantwortlich sein. And then it's a big responsibility to work with, you know, the public as well. Und dann ist es eine große Verantwortung auch für die Öffentlichkeit zu arbeiten. So yeah. I get a nice sense of you. You're obviously a very compassionate healer. Yeah. Wenn jemand so in der Angst steckt, was machst du da? When somebody is really stuck in fear, in a great fear, what do you do then? If someone's stuck in a great fear, well, yeah. Emotional. Emotional fear. Ja. Again, there's no easy answer to these things because it depends what the fear is. Okay? Also wieder, das ist gar keine einfache Sache. Vor allem emotionale Angst kommt darauf an, was steckt dahinter. For example, the fear I had when I was younger of dying. Zum Beispiel ich, als ich jünger war, die Angst zu sterben. I've conquered that fear now because I've developed awareness of an afterlife. Und ich habe diese Angst überwunden, weil ich erlebt habe, was das heißt. Und bin dem Nachtod sozusagen, habe ich das erlebt. Yeah. So habe ich es überwunden. Ja? So it's just changing your awareness of life. Also eigentlich änderst du einfach dein Bewusstsein über das Leben. But also part of this world, unfortunately, why we choose to come here is to experience fear, but to grow from it. Und eigentlich ist es
vielleicht auch unglücklicherweise, aber wir haben gewählt, hier zu kommen. Ja. Und How silly are we to choose to come in? wir haben das gewählt, hier zu kommen, um die Angst kennenzulernen, damit wir wachsen können. Es gehört dazu. Also das richtig verstanden ist, wenn du durch die Angst hindurchgehst, sie erfährst, dann wandelt sie sich. Did I understand you right? That when you meet your fear and you go through your fear and you accept your fear, that then the fear will be changed? Yeah, that happens a lot in development. Das passiert ganz viel, ja, in der Entwicklung. A lot of things that come up in like the development circles that I teach are fears. You have to face your fears before you move forward. Und in diesen Kreisen, wo ich diese Entwicklungen unterrichte, geht es ganz darum, deine Angst zu begegnen und sie auch zu wandeln, damit du weitergehen kannst überhaupt. But that makes it sound scary. It's not. It's actually quite pleasant because you're able to look at it in a much more positive way, and it doesn't. The fear then leaves. Und das klingt vielleicht angstvoll, aber es ist gar nicht, weil es macht dich freier, dass du dich dann weiterentwickeln kannst. So, I mean, to me, development is a beautiful thing. I have no fear of spirit. I have no fear of developing or anything like that. Und für mich Entwicklung hat nichts Angstvolles, weil ich wachse dann und der Geist zeigt mir zu wachsen. Before, I was petrified of the spirit world. I was scared of the spirit world. I was scared of lots of things. But now, the teachings that we teach people, it's just, experiencing it. You can't be scared of something you've not experienced. Und früher hatte ich wirklich sehr viel Angst, auch über die geistige Welt oder mich zu begegnen und anzuschauen. Und heute durch die Erlebnisse auch zu merken, wie ich wachse und dass ich nicht mehr Angst habe darum, sondern wachsen kann. We have so many people that come on our seminars, our workshops, and say it was taking fear away from them, and they can make a step forward in their life, which is one of the things that I love to do, to take fear away from people. Und that's important. Was ich am meisten wirklich liebe, die Leute, die zu uns kommen in den Seminaren, ist wirklich, dass sie einen Schritt weiterkommen in ihrem Leben, ist ihnen die Angst wegzunehmen, dass sie weiter wachsen können. Und das liebe ich, wirklich das weiterzugeben. Yeah. Auch die Angst wegzugeben heißt ja, ich gebe auch Rollen ab, die ich gespielt habe, damit ich mich da nicht zeigen muss. Das bedeutet auch einen Schritt Richtung Mut, sich selber zu sein. And to give away the fear, or give up the fear, is also to give up some rules that I had before, and to become free and to have courage too. Yeah, absolutely. Yeah. Ich komme Schritt für Schritt mir mehr entgegen. Yeah. And I become more and more myself, that I come closer step by step to myself. Yeah, good. Yeah, that's a big part of development and growing your awareness in this physical world. Yeah. Das ist ein großer Teil der Entwicklung, dich selbst zu werden und zu sein und dich zu begegnen. Genau. Hast du noch etwas mitzuteilen, was dir sehr wichtig ist, Steven? Do you have something which is very important to yourself that you want to say? Do I have something, sorry? Important for yourself to say here? What, for other people? Yes, probably. Yeah, just to change the way you think in life, to be more positive, and that's very much achievable. Ja, nämlich einfach die Haltung zu wechseln, positiver zu sein, und es ist sehr einfach eigentlich zu erreichen. But one of the things I would say to people is just to start thinking more positively, to use their awareness to change their life in a positive way. Aber eine Sache, die ich den Leuten, was mir sehr wichtig ist, ihre Art zu ändern, zu denken, und zwar auf einer positiven Seite. Yeah, and that is very possible. A lot of people don't realise that it's very possible. You've done it yourself. I can feel that from you. Und das ist einfach zu tun, und es ist gar nicht so schwierig, und ich sehe, dass du hast es selber auch getan. And we're always connected. We're always connected to a higher force, the spirit world, and ourselves. Und wir können auch darum fragen und bitten.
Und die geistige Welt unterstützt uns dabei. Ja, Steven, Ja. du hast ein Buch geschrieben, dein erstes Buch. Erzählst du uns was darüber? You wrote your first book. So could you tell us about your book that you wrote? Yeah, the book it's not published yet. It will hopefully be out in the autumn this year. Also das Buch ist noch nicht jetzt veröffentlicht und es wird hoffentlich im Herbst veröffentlicht. It will be published by a Random House in Germany. Und es wird veröffentlicht von Random House in Deutschland. And it's a teaching book. It's got exercises in it. Und es ist eigentlich ein Buch, das unterrichtet, hat ganz viele Übungen darin zum Heilen. And it's all about healing. It's called intuitive healing. Und es heißt, es ist alles aber über Heilen. Und es heißt, der Titel ist Intuitives Heilen. But it teaches you right from the start, the very beginning, how to sit in the silence, to clear your mind. Und es unterrichtet einen wirklich, wie man in der Stille und in der Leere still sitzt und eigentlich die Vernunft still zu halten, in Ruhe zu kommen. How to sit in the power, you know, and how to connect with spirit, and how to start to train and learn to be a healer. Und wie man in die Kraft reinkommt und wie man sich mit dem Geist verbindet und wie man dann wirklich ins Heilen kommen kann. But before each exercise, there's a story from my life. Yeah. A lot of mistakes that I made that I've learned from, that I'm sure a lot of people have experienced as well. Aber vor jeder Übung, die ich da in diesem Buch habe, ist eine Geschichte über mich und von mir, was ich erfahren habe, auch Fehler, die ich gemacht habe, was ich gelernt habe, damit die Leute das auch mitbekommen. But how their mistakes, I've grown from them mistakes, and without them mistakes I wouldn't be the person I am today. Und auch durch diese Fehler, die ich gemacht habe, wäre ich nie zu diesem Menschen, den ich heute bin. So yeah, it's just, it starts off from when I was a young child, and when I did my first healing at the age of 7, and then carries on my story of when I first started to become aware of the spirit world again at the age of 21, and started to train and learn about what healing was, what the spirit world was. I didn't know any of this stuff at that age. Und es fängt an mit der ersten Heilung, die ich gegeben habe mit 7, und dann mit 21, wo ich nichts mehr gewusst habe über eigentlich diese Welt, die geistige Welt und das Heilen und überhaupt, und ich musste alles wieder wie neu lernen. Das zeigt alles auf. It kind of left me at the age of 9. Spiritual happenings like seeing spirit, doing healings and things like that. It left at the age of 9. Mit 9 Jahren hat diese Welt mich eigentlich sozusagen verlassen. Ich habe ja die Geister gesehen und die Energien, und mit 9 Jahren sind sie weggegangen. And then it came back again at the age of 20, when my awareness had grown and developed and was ready. Spirit knew, okay, he's in a position in his life now where we can get his attention so he can go and learn about this stuff. Und dann mit 20 ist es wieder zurückgekommen, wo der Geist gefunden hat, okay, er ist sich jetzt genug bewusst, ist gewachsen, dass er wieder das Ganze neu wieder lernen kann. But it's a good book, and I'm not just saying that because I wrote it. It is a good book. Es ist ein gutes Buch, auch wenn er es geschrieben hat, sagte er. Es ist ein Buch, geschrieben aus der ganz innersten Überzeugung heraus und zeigt auch die Berufung aus, die du heute lebst. It is a book which is written from the depth of your experiences. Yeah, it's about of your passion, deepest passion, and also of your calling as a healer. Absolutely, it's all about my journey from a young child to this point now, and how I got there, and the things that I experienced, different places I went to learn, different people I met, how I first become aware and got in contact with the spirit world again. Ja, es ist ein Buch, das von Anfang an, als ich ein Kind war, bis jetzt eigentlich aufzeigt, wo ich überall innerlich und äußerlich gereist bin und von wem ich gelernt habe und wie ich
wieder die Verbindung mit der geistigen Welt wieder neu gelernt habe. And Bis jetzt. there's some really nice stories in there as well about experiences that I've had through helping people and healing people, not just how it can change the person's life, but the family around them as well. Und es sind schöne Geschichten darin, wie ich auch Leute unterstützt habe und Heilungen stattgefunden haben, die nicht nur die Person selber betroffen haben, aber auch die Familien und die Leute, die Umgebung, die Leute darin waren oder sind. So I'm very excited about that coming out. Ja, So, yeah. ich freue mich wirklich, dass das Buch rauskommt. Wir auch, wir sind sehr gespannt. We are also very excited. Oh, danke schön. Thank you. Ja, hast du sowas wie ein Lebensmotto? Do you have something like a life sentence for yourself, a life guidance? A life guidance, like something that I would say to myself to, just not really. What I do, instead of saying something, I actually create a feeling around myself, a feeling of balance. Ja. Eigentlich habe ich nicht wirklich ein Lebensmotto, was ich zu mir sage, sondern ein Gefühl. Ich kreiere ein Gefühl der Balance um mich herum. So that's one of the things that I teach in my seminars is how to, positive thinking and positive thoughts, but how to create positive feelings in your energy around you. Und was ich wirklich auch unterrichte in meinen Workshops und Seminaren ist nicht nur einfach positives Denken, aber auch positive Gefühle zu erschaffen und auch um sich herum zu erschaffen. And it really does help people. It really does. Und das wirklich hilft den Leuten. Steven, ich danke dir sehr für deine tiefe Weisheit, die du hast. Stephen, I thank you deeply about your Oh, you're very welcome. wisdom Yeah. Oh, that you I don't know, have. I'm not sure about that. Und dass du das so weitergibst und lehrst. And that you give this on, and that you continue, and that you teaches us about that. Absolutely. Yeah. And thanks very much for inviting me. It's a pleasure. Und danke vielmals für diese Einladung. Es war eine Freude. And we're all learning every day. Und wir alle lernen jeden Tag. We continue learning and developing until the day we die, and then it continues in the spirit world. So. Wir lernen jeden Tag und wir entwickeln uns jeden Tag und bis wir sterben, und über das hinaus werden wir uns auch noch weiter lernen und entfalten. So thank you, and I'd just like to say it's a great thing that you're doing as well, sharing awareness with other people to educate them on healing subject. So that's a good thing. Und er sagt auch Dankeschön, dass ihr das auch macht, dass ihr anderen Leuten auch übers Heilen das weitergebt, was ihr macht. And I'm sure it'll be absolutely amazing. Und er ist sich überzeugt, es wird unglaublich It sein. will be, trust me. Yeah. Und Cool. glaubt mir, es wird Double unglaublich wunderbar. sein. Cool. Danke, ganz Danke vielmals. Bitte. Thank you very, very much. Und You're auch very dir, welcome. Tina, herzlichen Dank für die wunderbare Übersetzung. Danke.